Ja, moin Leute. Heute will ich euch mal unsere neue Baustelle präsentieren. So sieht das Ganze hier aus. Das machen wir jetzt alles einmal platt. Hier ist eine alte Holzterrasse, die reißen wir weg. Da kriegen die Kunden eine neue Terrasse mit Pflasterstein hin. Hier mauern wir ein Hochbeet längs auf. Ja, und hier werden wir diverse Wege schaffen. Ja, es ist halt ziemlich eng. Wir haben uns gerade ein bisschen Zugang geschaffen hier zum Grundstück. Ja, wie gesagt, das soll halt alles einmal schick gemacht werden hier. So, und hier machen wir uns gerade einen Zugang. Da steht der Kameramann wieder im Weg. Schalf ist hier schon fleißig dabei. Der montiert gerade den alten Zaun hier ab. Ich habe hier schon mal ein bisschen was runtergeschnitten, damit wir hier eine kleine Durchfahrt haben. Ist alles relativ eng hier. Wir werden da nachher mit dem großen Bagger stehen und die Schaufel hier rüber langen und mit dem kleinen Bagger die große Schaufel aufladen und dann erstmal den ganzen Kram hier entsorgen. Das ziehen wir alles einmal ab mit dem Minibagger und ja, dann legen wir hier wie gesagt neue Wege an. Hier ist eine alte Pumpe, da werden wir rundherum hier einen Weg pflastern. Ja, und hier neue Randsteine setzen. Das ist halt alles nicht mehr so schick hier. Das wollen die Kunden gerne einmal neu haben. Ja, das war es dann erstmal von mir. Ja, wir werden euch auf jeden Fall bei den Arbeiten weiter mitnehmen. Wo war das Gestöhne, Chef? Alter Junge. So, moin. Heute sind wir wieder auf unserer Baustelle hier. Ich hab Kameraprobleme. So, moin. Heute sind wir wieder auf unserer Baustelle hier. Ja, gestern wurden hier, wie gesagt, noch Randsteine gesetzt. Und ja, Steffen mauert hier gerade ein Hochbeet, was an der Terrasse angrenzen soll. Ja, wir haben die ganzen Beete rausgerissen hier. Und ja, das geht jetzt, die Erde geht einmal durch die Siebanlage bei uns in der Firma und wird danach hier wieder eingebaut. So, wir wollen mal gucken, was Steffen hier so macht. Der ist auf unserer Baustelle hier in Gang. Moin Steffen. Läuft das hier alles? Ja. Steffen ist ja kamerascheu, aber wir gehen ihn trotzdem immer auf den Sack. Ja, Steffen ist hier am Mauern. Und zwar waren hier ja, so eine komischen Blumenkästenfundamente. Ja, das konnten wir nicht so lassen. Und nur vermauert er das einmal, dass das ein bisschen schicker aussieht. Ja, heute hat er das Hochbeet fertig gemacht. Das ist so ein bisschen nachher der Hingucker hier auf der Terrasse. Gestern haben wir, ja, wie gesagt, Randsteine hier gesetzt. Boden erstmal grob auf dem Haufen. Das fahren wir hier morgen alles raus. Geht einmal bei uns durch die Siebanlage und wird danach wieder eingebaut. Hier haben wir schon ein paar Rasenkanten gesetzt gestern. In ein bisschen geschwungener Optik. Hier wird nachher aufgefüllt mit Mutterboden. Genau, da haben wir halt alte Steine verwendet. Die haben wir hier hochgenommen und wiederverwendet. Um die Pumpe rum kommt noch ein Weg rum. Der geht dann wieder zur Terrasse. Ja, und der Rest wird eigentlich Rasen. Hinten kommen auch noch Beeteinfassungen hin. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das hier schick kriegen. Das nützt ja nichts, Steffen. Da musst du jetzt durch. Oh, anscheinend. Ja. Wird nochmal der Wahrsager rangehalten. Ja, ne? Schier Mördel. Auch wenn es nicht zu sehen ist. Nee. Das ist so. Ein Auffüllen, einschalen und ein Auffüllen Dann mit. mauern wir einfach den rein. Ja. So in derselben Optik wieder so, dass man. Das ist kein Problem. Ich glaube, das ist schöner, oder? Weil sonst, ich kann mir vorstellen, wenn du hier dann läufst, dass Also du. da um die Ecke so eine Kante, ne? Ja, ne? Oder? Ja, das können wir gut. Aber das Wir können sind wir. auch in einer Flucht, also Ja. das passt. Ja. Ja, das wäre das in der. Guck mal, da fängt es schon an, mit Sack zu wischen. Ja, ja. In der Optik weiterführt, ne? Ja. Also hier unten braucht ja nicht. Das ist ja Nein, nur das nachher. ist ja eh weg. Das ist eh weg, ne? Das glaube ich machen wir so. Das ist schöner. Können wir machen. Schauen wir das ein, kippen das voll Jo, genau. und dann mauern wir da einfach die Stufe gerade raus. Ja, da hat man auch einen schönen, sauberen Übergang. Genau. Ja, das finde ich auch. Aber das brauchen wir ja nicht heute machen, oder? Nö, wir können das nachher noch mal sehen, wie weit ich bin. Das kriege ich ja leicht fertig heute. Ja. Und ich habe nur einen ganzen Sack Mörtel, dann schütte ich den schon mal da rein. Ja. Lass mal gucken, ob wir irgendwas zum Einschalen haben.
Ja, dann stelle ich da ein paar Bordsteine hin. Ja, genau. Da werde ich schon was finden. Ja, ne? Ja, hab ich mir schon gedacht. Kannst du nicht noch einmal auf den Trecker gehen und mal ein bisschen hochkippen, dass ich komme da so schwer ran an den Scheiß. Ja, das ist ja jetzt hier gar nicht so schlecht, weißt du, weil ich dann ausschieben kann. Ja, nun kippe ich erstmal hier ab. Sind hier nur auch nicht bei Wünsch dir was. Vielleicht kannst du ihn mal ein bisschen noch runterschaufeln, probieren, dass das so ein bisschen kommt. Olli, lieber mal Gas geben. Was ist? Und dann mal den Rödler. Trapp, 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 trapp. Komm, put, 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 put. Geil. Sag geil mit dem Arm. Charles, meinst du brauchst noch dran? Hier, wir holen gleich einmal den großen Bagger. Den stellen wir da hin. Mit dem Rudortill bagger ich hier rein und dann hat er jetzt nicht, was wir noch dran brauchen. Ja, ich weiß nicht, ich wollte gerade meine Schnur mal spannen. Können wir auch mal messen. Ja, können wir auch so hinhalten und Ralf misst schnell mal. Mess mal, Ralf. Ja. Ah, das langt auf jeden Fall. Hier sind wir schon bald zu hoch, da sollst man noch mal ein paar Mal rüberrödeln. Ja, dann holen wir jetzt hier rechts dann rein. Scheiß Handbagger. Oh, ja, das ist schon geil. Auch mit dem Ausschub ist das geil, ne? Ja. Bringt dir doch was, ne? Ja, ohne Ausschub hätte das hier fast so jetzt, wenn du um die Ecke fährst, nicht. Nee. Ich schätze mal,
wir sollen mal was trinken. So. Ich schätze mal, wir sollen mal was trinken. Ich schätze mal, mich auch. Ist das ab? Oh, nee, ne? Nein, das weiß ich, aber... Echt jetzt? Glaube ich nicht, das haben die nicht gemacht. Wolltest du einen Kaffee ran, oder? Ja. Ja, ging nicht. Komm in die Scheibe. Kann ich bald nicht sein. Die kommen aus Bayern, die schließen die Türen ab. Ja, aber doch nicht hier, Mann. Das ist ja blöd. Warum machen die? Warum stellen die einen Kaffee hin und schließen ab? Zum Ärgern. Ja. Ist ja auch uncool, ne? Kannst du den so lang oder soll ich hier bestimmt fahren? Nö, den kann ich lang. Denke auch an Fotos, ne? So, wo war denn, sollst du mich mal einmal schnell in die Firma fahren? Ja, oder du bleibst hier. Ich kann auch bei Tjalf, ist Tjalf schon weg? Ja, wir machen jetzt die Schienen auf Höhe, dass wir das abziehen können zum Steine legen. Jetzt müssen wir einmal die Waage kontrollieren. Das soll ja alles ordentlich sein. Und da setzen wir die Schienen in Waage, und damit wir ordentlich abziehen können. Jetzt wir ein bisschen klopfen und gucken, dass wir runterkommen. Guck, jetzt sind wir in Waage. Gehen wir vorne noch einmal unser Maß kontrollieren. Da ist 8 cm ist der Pflasterstein hoch. Und dann machen wir das hier auf 7, dass der Stein 1 cm über weg guckt. Damit wir den noch runterrütteln können. Der wird dann ja noch verdichtet. Und dann können wir den runterrütteln. So. Jetzt machen wir dasselbe nochmal. Ja, das könnte man. Aber dann ist die Gefahr, dass man Lunken reinzieht, ne? Wenn du jetzt hast du die Schiene, und wenn du abziehst, ist immer deine Kontrolle. Wenn du das nicht hast, gibt bestimmt welche, die das können. Aber mir ist das so sicherer. Und wie gesagt, das macht jeder anders und es gibt 1000 Wege. Ja, du hast halt mehr eine Leere, ne? Wo du drauf ziehen kannst. Sehr gut. Und einmal kratzen. Und dann fangen wir mal an zu ziehen. Halbe Büschen brauche ich bis noch. Guck mal, wenn da kommt noch was runter, aber ein bisschen muss noch was. Aber wir haben ja genug mit. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist Brechsand. Also der wird geknackt, der Sand. Damit da sind scharfe Steine drin. Das ist gebrochenes Material und Kies. Und ist leichter zum Abziehen und auch für welche, die sich in die Terrasse reingraben wollen, Ameisen und Konsorten, nicht so schön. Da kommen die nicht so leicht rein. Da hat man da Ruhe vor, denn dadurch kommen mir doch die Absackungen. Ne? Und umso besser man das jetzt vorbereitet, umso leichter hat man das nachher beim Ziehen. Wichtig ist, dass man aufpasst, wenn man hier so kleine Lunken reinzieht, dass man die gleich wieder mit überzieht. Ja, dann machen wir so. Und weg sind sie. Haben wir das schon fast.
abgezogen. Aber das könnte vielleicht reichen. Und jetzt gleich mal so runterziehen. Das machen wir freihand. Und dann haben wir das gleich. Das ist ein Hochbeet. Das haben wir mit einer Trockenbauwand gemacht. Die Bauherren haben sich die Steine ausgesucht. Und die habe ich gestern hingesetzt. Da will sie nachher, keine Ahnung, Kräuterbeet machen oder was auch immer. Die Schwierigkeit ist, dass man da hinten nicht sich reinschneidet, so doll. Dann hat man da ja wieder die Lunken, die man nicht haben will. Guck mal, sowas kann man dann noch einmal mit dem Glätter überziehen. Ich nehme da gerne so eine Glättkelle. Und dann ist das schier.